OOBs, Out-of-Body Experiences, sind oftmals eng verbunden mit Nahtoderfahrungen. Und bei Nahtoderfahrungen fragen sich ja die meisten von uns, wenn das wirklich stimmt, wenn das wirklich echt ist, dann hat das einen riesen Einfluss auf unser Leben und auf das, wie wir unser Leben sehen und sehen können. Außer körperliche Wahrnehmungen gibt es aber nicht nur bei Nahtoderfahrungen. Die amerikanische Regierung hat vor einiger Zeit ein Projekt durchgeführt, bei dem es genau darum ging, und die Zielsetzung war eine ganz andere, als uns zu erklären, ob es ein Leben nach dem Tode gibt oder wie das Leben nach dem Tode aussehen könnte. Und darum geht es am Schluss dieses Videos. Aber nochmal zurück zu Pam Reynolds, einer der bekanntesten Fälle über Nahtoderfahrungen aus dem Jahr 1991. Als sie auf dem OP-Tisch lag, betrug ihre Körpertemperatur ca. 10 bis 15 Grad, ihr Herz war gestoppt, das Blut aus ihrem Gehirn war abgelassen, die Augen waren verschlossen mit Tape und auf den Ohren hatte sie Klickgeräusche, mehrere pro Sekunde, und die dienten eben dazu, um ihren Gehirnzustand zu monitoren. Und während dieser Operation war sie zeitenweise klinisch tot. Ihr Gehirn erzeugte keine Signale auf dem Monitor. Und doch, als sie aufwachte später, beschrieb sie exakt die Gespräche der Chirurgen und sie beschrieb die chirurgische Säge, die bei der OP verwendet wurde, die aussah wie eine elektrische Zahnbürste. Das sind alles Details, die sie eigentlich nicht hätte wissen können. Sie hatte eigentlich überhaupt keinen Zugang zu äußerlichen Wahrnehmungen, also weder Gehör noch Augen. Beides war nicht verwendbar für sie. Noch dazu hat ihr Gehirn ja auch zwischenzeitlich keinerlei Aktivitäten gezeigt. Und wenn man das hört und liest, geht es einem wahrscheinlich wie mir auch, als ich diesen Fall zu Anfang gelesen habe. Zuerst kommt man ins Staunen und ich habe mich dann auch gefragt, wie kann man das erklären? Ist das echt? Ist das wirklich so passiert? Ist das eine Halluzination? Gibt es andere Erklärungen? Gibt es wissenschaftliche Erklärungen dafür? Oder geht es über unsere wissenschaftlichen Erklärungen hinaus? Was sind denn OOBs eigentlich, diese außerkörperlichen Erfahrungen? Menschen haben das Gefühl, dass sie sich von ihrem Körper lösen. Sie können durch Wände, durch Decken gehen. Sie sehen oft ihren Körper von oben, scheinen also oberhalb von ihrem Körper zu schweben. Und sie nehmen oft Details wahr, die sie eigentlich nicht sehen könnten. Und sie haben oftmals Zugang zu Informationen, die sie eigentlich nicht hätten haben dürfen, wenn es, sagen wir mal, mit rechten Dingen zugegangen wäre. Wann treten sie auf? Einmal bei Nahtoderfahrungen wie bei Pam Reynolds, dann aber auch bei tiefer Meditation, dann durch Drogen wie zum Beispiel Ketamin, das ist ja auch ein Betäubungsmittel, und auch sehr erstaunlich, sie können auch spontan ohne jeden ersichtlichen Grund auftreten. Auch faszinierend im Labor durch Reizung bestimmter Hirnareale, da kommen wir später noch drauf zurück. Die Frage hier ist, verlässt das Bewusstsein wirklich den Körper oder handelt es sich hierbei nur um eine komplexe Täuschung unseres Gehirns? Und dazu wissenschaftliche Erklärungen, wie das Gehirn diese OBEs produzieren kann. Da ist einmal ein Bereich mit dem schönen Namen Gyrus angularis, der ist zuständig für unser Körperschema, also das ist das Körperschemazentrum. 2002 machte ein Schweizer Forscherteam unter Olaf Blanke eine faszinierende Entdeckung. Sie stimulierte diesen Bereich bei einer Patientin und befragten die Patientin dann und sie berichtete, ich liege im Bett, aber ich sehe mich von oben, ich schaue auf mich herab, ich schwebe. Die Ärzte bitten sie, ihren Arm zu heben und plötzlich sagt die Patientin, sie hat das Gefühl, als ob sie sich selbst schlagen wollte, nachdem sie den Arm gehoben hat. Eine Erklärung dafür ist, unser Gehirn berechnet ständig unsere Position im Raum. Das heißt, wo bin ich im Raum? In welcher Position bin ich? Stehe ich aufrecht? Liege ich? Wo befinden sich meine Arme? Wo befinden sich meine Beine? Und ich bin daher ständig darüber informiert, wie und wo ich mich im Raum befinde. Das ist auch ganz wichtig, denn ansonsten könnten wir uns ja im Raum nur sehr schlecht oder gar nicht zurechtfinden. Und wenn dieser Bereich gestört wird, und das kann sein durch Sauerstoffmangel, durch elektrische Reizung und durch Drogen, dann kommt er aus dem Takt und berechnet natürlich dann auch diese Position unseres Körpers falsch. Und das kann dazu führen, dass wir tatsächlich unseren Körper von oben wahrnehmen, weil eben das Körpergefühl zusammengebrochen ist. Dazu kommt das vestibuläre System, also Gleichgewicht und Raum. Und hier geht es in erster Linie um das Gleichgewichtssystem im Innenohr. Manche von uns haben das wahrscheinlich schon erfahren. Wenn das so gestört ist, dann kann es so einen Drehschwindel auslösen oder auch Schwindelgefühle auslösen, weil wir eben unsere Position im Raum nicht mehr korrekt erkennen
und wir dann widersprüchliche Informationen bekommen von den Augen und von unserem Gleichgewichtssystem im Innenohr. Das heißt, wenn dieses System gestört ist, kann auch unser Gehirn nicht mehr vernünftig berechnen, wo wir im Raum stehen. Die Augen geben eine andere Information als das Innenohrsystem, als das Gleichgewichtsorgan, und plötzlich weiß das Gehirn nicht mehr, wo wir uns im Raum, in welcher Position wir uns im Raum befinden. Und das kann dazu führen, dass wir den Eindruck haben, dass wir fallen, dass wir schweben oder dass wir uns im Raum drehen. Und das erzeugt dann natürlich auch diesen unangenehmen Schwindel, diesen Drehschwindel. Und das sind alles Komponenten einer OBE. Aber auch tiefe Meditation, besonders in tantrischen und buddhistischen Traditionen, und aber auch Psychedelika können diesen Effekt hervorrufen. Das heißt, diese Erfahrungen sind neurologisch reproduzierbar. Sie folgen bestimmten Mustern, sie sind nicht beliebig und sie entstehen aus bestimmten Hirnzuständen. Das sind für mich starke Erklärungen und sie sind sehr wichtig. Und sie erklären, wie das Gefühl einer OBE erzeugt werden kann. Auf der anderen Seite erklären sie nicht, wie Menschen plötzlich Details beschreiben können, die sie eigentlich überhaupt nicht hätten sehen können. Und damit sind wir bei den sogenannten veridischen OBEs, das heißt OBEs, bei denen die Details stimmen, bei denen sie nachprüfbar sind. Veridisch heißt hier überprüfbar. Und da gibt es eine ganze Menge Fälle, die eben diese überprüfbaren Details geliefert haben. Wie zum Beispiel bei Pam Reynolds. Sie war klinisch tot und sie hatte eigentlich keinerlei Möglichkeiten, ihre Umgebung in irgendeiner Form wahrzunehmen. Und doch berichtete sie später über diese chirurgische Säge. Sie sagte, sie hörte ein Geräusch wie eine natürliche D-Note. Von der Musik kennen wir das. Und das war das Geräusch dieser Säge, die ihren Schädel öffnete. Und sie beschrieb dann später diese Säge als etwas, das aussah wie eine elektrische Zahnbürste. Und tatsächlich war es eine Midas Rex Säge und die hat genau dieses Design. Sie berichtete von einem Gespräch zwischen den Chirurgen, dass ihre Blutgefäße zu klein seien, dass sie auf die andere Seite wechseln mussten. Und die Chirurgen haben später genau dieses Gespräch bestätigt. Skeptiker führen hier ins Feld, es sei ein sogenanntes Anästhesiebewusstsein. Das heißt, sie war nicht ganz bewusstlos, sie hat gehört, trotz ihrer Klickgeräusche auf den Ohren. Ein Anästhesist namens Gerald Worley hat genau so argumentiert. Aber Smith, Rivas und andere Forscher, die diesen Fall studierten, sagten etwas Faszinierendes. Ihre erste veridische Wahrnehmung erfolgte während sogenannter Burst Suppression, das heißt einer Phase mit flachen Gehirnwellen, in der ein Bewusstsein kategorisch nicht möglich ist. Und die Chirurgen haben genau diesen Zeitpunkt bestätigt. Wie kann man dann diese OOB-Erfahrung erklären? Eine andere Patientin, 2008, eine 31-jährige Frau, ein Notfall, eine OP wegen Aortendissektion. Ihre Augen waren ebenfalls mit Tape verschlossen. Und sie berichtete später, ich schwebte über meinem Körper. Ich sah eine Krankenschwester, die dem Chirurgen Instrumente reichte. Ich sah die Anästhesiemaschine hinter meinem Kopf, die Echographiegeräte, alles von oben. Auch hier bestätigte der Chirurg alle Details korrekt. Oder der Fall von Maria aus Seattle, Herzstillstand, klinisch tot, und sie berichtete von einem blauen Tennisschuh, der auf einem Fenstersims um die Ecke des Krankenhauses im 3. Stock lag. Also von ihrem OP und auch später von ihrem Krankenzimmer konnte sie diesen Schuh in keiner Weise wahrnehmen. Die Krankenschwester hat dann ihre Aussage überprüft und sie hat diesen Schuh genau so gefunden, wie sie ihn beschrieben hat. Etwas abgenutzt am kleinen Zeh, der Schnürsenkel lag unter der Ferse, genauso hatte ihn Maria beschrieben. Wie geht das? 1994 führten Kenneth Ring und Sharon Cooper eine Studie durch. Und hier geht es um Fälle, die mit am schwersten zu erklären sind. Sie befragten 31 blinde Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten. 14 von ihnen waren von Geburt an blind und alle berichteten, sie hatten visuelle Erfahrungen. Sie sahen den Raum, sie sahen sich selbst, sie sahen Details. Wie ist das möglich? Das Gehirn eines blinden Menschen hat nie gelernt, visuelle Informationen zu verarbeiten. Und es gibt kein visuelles Gedächtnis bei einem blinden Menschen, das auf diese Informationen zurückgreifen könnte. Und doch haben diese Menschen gesehen. Und nun zu etwas, das viele nicht wissen, nämlich, dass die US-Regierung diese OBEs ebenfalls sehr ernst genommen hat. Es gab ein Forschungsprojekt von 1973 bis 1995, also über 23 Jahre, der US-Regierung, in dem es um OBEs ging. Der Name war Stargate-Projekt und das Budget betrug $20 Millionen.
Und das Ziel war hier, Remote Viewing, das heißt eine Form von kontrollierter OBE für Spionagezwecke, zu nutzen. Das ist kein Science Fiction, sondern das sind deklassifizierte Dokumente. Konkrete Fälle hier: Joseph McManigal, involviert in etwa 450 Remote Viewing Missionen. Er half zum Beispiel dabei, Geiseln im Iran zu lokalisieren oder ein verstecktes Kurzwellenradio und einen Taschenrechner von einem KGB-Agenten zu finden. Dann Angela Della Flora Ford. 1989 half sie, einen flüchtigen US-Zollbeamten zu finden. Sie beschrieb seinen Aufenthaltsort in Lowell, Wyoming. Der Mann wurde 100 Meilen westlich einer Stadt namens Lovell gefasst und verhaftet. Also hier kleine Abweichungen zwischen dem, was sie gesehen hat, und der Realität, aber trotzdem hilfreich für die Verhaftung. Nicht perfekt, aber nah. Dann die Statistikerin Jessica Utz. Sie hat die Daten des Stargate-Projektes analysiert. Und sie sagte, es gab einen statistisch signifikanten positiven Effekt. Einige Probanden lagen 5 bis 15% über dem zu erwartenden Zufallsergebnis. 1995 wurde dieses Projekt wieder beendet und der Grund dafür war, dass keines dieser Experimente handlungsrelevante Daten geliefert haben soll. Aber rückblickend muss man natürlich sagen, 23 Jahre, 20 Millionen Dollar, also es wurde ernst genommen. Und die statistischen Ergebnisse waren über dem Zufall. Und hier noch etwas ganz Wichtiges, was oft übersehen wird. Der Punkt ist der: Natürlich lassen sich viele von diesen nahtoderfahrungsrelevanten Erfahrungen im Labor erzeugen, durch Drogen, durch Ketamin zum Beispiel, durch Reizung von Gehirnarealen oder eben aber auch durch tiefe Meditation. Die Tatsache, dass wir OBEs im Labor künstlich erzeugen, also auslösen können, heißt das, dass alle OBEs rein neurologisch sind. Und ich denke, nicht unbedingt. Wenn du Zwiebeln schälst, dann musst du vermutlich weinen. Heißt das, dass jede Träne, die wir vergießen, von Zwiebeln ausgelöst wird? Ich denke nicht. Manche Tränen kommen eben von Trauer, manche Tränen kommen von Freude und manche Tränen kommen eben auch von Zwiebeln. Und vielleicht ist das auch bei OBEs ähnlich. Manche OBEs kommen durch Reizen des Gyrus angularis, manche OBEs werden durch Drogen hervorgerufen und manche OBEs vielleicht auch durch etwas anderes. Also halten wir fest, die Tatsache, dass wir OBEs im Labor reproduzieren können, heißt nicht, dass alle OBEs auf genau diese Weise entstehen müssen. Die Erklärungen, die wissenschaftlichen Erklärungen sind sehr gut, natürlich. Und es geht letztlich nicht darum, hier zwingend irgendetwas zu beweisen, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, nur weil ich und andere das vielleicht gerne hätten und weil wir dann vielleicht doch irgendwo das Gefühl hätten, naja, es geht irgendwie weiter, was für viele von uns sicherlich erstrebenswert ist. Aber das sollte nicht die Triebfeder sein, um eben diese Phänomene zu erforschen und Lehren aus diesen Phänomenen zu ziehen. Sondern es geht darum, der Wirklichkeit, der Realität auf den Grund zu kommen. Was passiert hier wirklich? Und dann ist das Ergebnis und die Ergebnisse, die wir daraus ziehen können, sind viel, viel wertvoller, als wenn ich immer so im Hinterkopf denken muss, naja, ich habe das ja so gewollt, ich habe ein paar Dinge übersehen und ich habe mir das so schön zurechtgeredet. Das heißt aber auf der anderen Seite auch nicht, diese ganzen Dinge, die Unstimmigkeiten zu ignorieren. Die Erklärungen der Wissenschaft sind sehr gut. Gyrus angularis, vestibuläres System, Drogen, Ketamin, auch Meditation, alles das kann eben zu diesen Nahtoderfahrungen oder diesen OBEs führen. Aber auf der anderen Seite, wie lässt sich dann erklären, was Pam Reynolds zum Beispiel erfahren hat, wie lässt sich die exakte Beschreibung der Kommunikation zwischen den Chirurgen, die Beschreibung der Säge oder auch bei Maria, der Patientin Maria, dieser Turnschuh erklären, der dann tatsächlich auf dem Vorsprung, auf dem Fenstersims im 3. Stock des Krankenhauses gefunden wurde. Oder auch die CIA-Ergebnisse. Sie waren oberhalb des Zufalls. Und es gibt Bücher, wer Lust hat, kann sich mal so ein Buch kaufen. Ich habe das auch gemacht und einiges probiert. Und es ist faszinierend, es klappt manchmal tatsächlich. Der Punkt bei diesen Dingen ist eben, es klappt nicht zu 100%. Und auch die Ergebnisse der CIA und des Militärs waren oberhalb des Zufalls. 5 bis 15% ist ja schon eigentlich recht signifikant und ein Hinweis darauf, dass diese Phänomene existieren. Der Punkt bei all diesen Dingen ist eben oftmals, wir können sie nicht zu 100% reproduzieren. Es bleiben natürlich dann immer so ein bisschen Restzweifel. Wir sagen, naja, jetzt hat es geklappt, prima. Und dann mache ich es nochmal und dann klappt es nicht. Und das ist aber auch bei anderen Dingen, bei anderen spirituellen Dingen so. Auch bei Manifestationen zum Beispiel und anderen Dingen, die wir gerne machen würden.
Das scheint manchmal zu klappen, das scheint manchmal gut zu gehen und ein anderes Mal eben nicht. Und derselbe Effekt ist hier eben auch zu sehen und zu spüren. Und das sind alles keine echten Beweise. Dessen müssen wir uns bewusst sein, aber es sind Hinweise. Es sind Hinweise, es sind empirische Hinweise, diesen Phänomenen, diesen Dingen nachzugehen. Und letztlich geht es ja darum, dass wir vielleicht im Laufe der Zeit auch herausfinden oder auch momentan jetzt fühlen, dass unser Bewusstsein doch mehr ist als einfach nur die Aktion, die in unserem Gehirn stattfindet, also das Feuern von Neuronen und das Zusammenspiel von einem nur genügend komplexen System, das dann irgendwann Bewusstsein entwickelt. Beweisen diese Dinge, die von Menschen mit einer Nahtoderfahrung berichtet werden, dass unser Bewusstsein tatsächlich unseren Körper verlässt? Nein, es ist kein schlüssiger Beweis, aber es ist ein Hinweis, dass das passieren kann. Sollte ich das ignorieren? Natürlich auch nicht. Und dieses Dilemma, in dem wir stecken, sollte uns nicht frustrieren. Im Gegenteil, es sollte uns neugierig machen auf das, was kommt, neugierig machen auf das, was vielleicht noch passiert und neugierig machen auf die neueste Forschung, die in diesem Bereich noch angestellt wird und auf die Ergebnisse, die wir nach und nach zu hören bekommen werden. Und manchmal ist eben die ehrlichste Antwort, wir wissen es noch nicht. Aber das ist nicht nur in diesem Bereich so. Was ist dunkle Materie? Wir wissen es nicht. Was ist dunkle Energie? Wir wissen es nicht. Das ist ganz normal in der Wissenschaft. Das heißt, Out-of-Body-Erfahrungen sind real. Millionen von Menschen haben sie bisher erlebt. Hat dabei ihr Bewusstsein ihren Körper verlassen? Das wissen wir nicht genau. Tatsache ist, Millionen von Menschen erleben diese OBEs. Sie sind also für diese Menschen höchst real. Wir können eben diese Erfahrungen zum Anlass nehmen, nicht frustriert zu sein darüber, dass wir es nicht wissen, sondern neugierig zu sein auf das, was kommt und aber auch diese Dinge, die wir lesen, die wir mitbekommen, zum Anlass nehmen, auch über unser Leben ein wenig nachzudenken und nachzudenken darüber, was denn wäre, wenn diese Erfahrungen echt wären und wenn NDEs auch echt wären. Was heißt das für uns? Was heißt das für unser Leben? Unser Gehirn ist höchst erstaunlich, aber vielleicht ist unser Bewusstsein noch sehr viel erstaunlicher. Bis zum nächsten Video, eine gute Zeit. Tschüss.